am Morgen liegt im Algonquin Forest in Ontario, Kanada, ein dünner Nebel über der kleinen, gewundenen Schotterstraße, die durch den alten Kiefernwald führt. Die Schwarzbärin und ihr Junges tauchten langsam am Straßenrand auf, ihre Schritte schwer, als suchten sie einen vorübergehenden Ruheplatz. Das Bärenjunge erstarrte plötzlich, sein Maul war aufgrund eines großen Tumors, der ihm starke Schmerzen bereitete, ungewöhnlich angeschwollen. Es versuchte zu schlucken, konnte aber sein Maul nicht schließen und stieß nur ein schwaches Stöhnen aus, bevor es auf die feuchten Blätter zusammenbrach. Die Bärenmutter legte sich sofort neben ihr Junges und berührte sanft dessen Kopf mit ihrer Nase, ein Zeichen hilfloser Besorgnis. Der geschwollene Tumor führte dazu, dass das Bärenjunge ständig sabberte, und seine müden Augen verloren allmählich ihre Wachsamkeit. Jedes Mal, wenn die Bärenmutter dem Jungen sanft über das Gesicht leckte, zitterte das Junge vor stechenden Schmerzen. Vor Erschöpfung konnte das Bärenjunge nicht mehr stehen und lag auf der Seite, wobei es kurz und schnell atmete. Die Bärenmutter lag dicht an ihrem Jungen, ihr großer Körper schützte es vor dem Wind wie eine letzte Verteidigungslinie. Der Waldweg war still, nur das ferne Zwitschern der Vögel und das leise, schwere Atmen des Bärenjungen waren zu hören. Genau in diesem Moment verlangsamte Parkranger Owen Mcleod die Fahrt mit seinem Streifenwagen, als er frische Bärenspuren auf dem nassen Boden bemerkte. Owen hatte schon seit Jahren Bären in der Gegend um den Two Rivers Lake beobachtet, deshalb erkannte er die ihm vertraute Bärenmutter sofort wieder. Er schaltete den Motor aus, stieg leise ab und hielt Abstand, um die Bärenmutter und ihr Junges nicht zu erschrecken. Die Bärenmutter hob den Kopf und blickte Owen an. Sie rannte nicht weg, ihre Augen waren zugleich wachsam und flehend um Hilfe. Owen kniete sich hin, um das Maul des Bärenjungen sorgfältig zu untersuchen, und erkannte, dass sich der Tumor in einem äußerst gefährlichen Zustand befand. Das Bärenjunge versuchte, den Kopf zu heben, um den Mann anzusehen, der sich im Wald auskannte, sank dann aber müde wieder zurück. Owen sprach sehr leise, seine Stimme tief und langsam, als wolle er sowohl die Bärenmutter als auch ihr Junges beruhigen. Nach wenigen Minuten der Untersuchung begriff er, dass das Junge ohne sofortige medizinische Hilfe möglicherweise nicht überleben würde. Owen rief sofort per Funk die Tierarztstation an und bat darum, den Untersuchungsraum und das Gehege für die halbwilden Tiere vorzubereiten. Er bewegte sich vorsichtig in der Gegend umher und streute einige Früchte aus, um der Bärin zu helfen, sich zu entspannen, während sie auf Hilfe wartete. Als das Begleitfahrzeug eintraf, geleitete Owen die Bärenmutter persönlich in das sichere, halbwilde Gehege. Die Bärenmutter zögerte einen Moment, folgte dann aber schließlich Owen und ließ ihr Junges dabei nie aus den Augen. Das Bärenjunge wurde auf eine weiche Trage gelegt und mit einem weißen Tuch bedeckt, um das Licht abzuschirmen und seinen Körper warm zu halten. Owen trug das Bärenjunge persönlich und mit absoluter Konzentration in die kleine Tierklinik mitten im Wald. Bevor er die Tür schloss, drehte er sich noch einmal um und blickte die Bärenmutter an, als wolle er ihr ein stilles Versprechen geben. Im Tierarztraum überprüfte Owen sorgfältig den Herzschlag, die Atmung und die Augenreflexe des Bärenjungen. Er verabreichte die korrekte Dosis Narkosemittel und wartete, bis sich der kleine Körper auf dem Untersuchungstisch allmählich vollständig entspannte. Das weiße Licht ging an und enthüllte den Tumor in seinem Mund, der eine alarmierende Größe hatte. Owen zog medizinische Handschuhe an, öffnete das Maul des Bärenjungen und beurteilte das Ausmaß der Schäden am Zahnfleisch und am Weichgewebe. Zum Glück war der Tumor noch nicht tief in den Kieferknochen des Jungtiers eingedrungen. Er reinigte und desinfizierte den Operationsbereich gründlich, bevor er mit dem Eingriff begann. Das Skalpell bewegte sich langsam und präzise und trennte sorgfältig jede Schicht des abnormalen Gewebes voneinander ab. Die Blutung wird mit Druckgase und einer speziellen hämostatischen Lösung gestillt. Nachdem der Tumor vollständig entfernt worden war, war die Schwellung im Maul des Jungtiers sofort merklich zurückgegangen. Owen reinigte die Wunde, trug Antibiotika auf und vernähte sie anschließend sauber mit kleinen Stichen. Dem Bärenjungen wurde nach der Operation der Mund verbunden, um Infektionen vorzubeugen und die Schmerzen zu lindern. Der kleine Eingriff endete in einer ruhigen, erleichterten Stille, die den kleinen Raum erfüllte.
2 Stunden später begann sich das Bärenjunge leicht zu regen, die Augen halb geöffnet, noch benommen von der Narkose. Owen saß neben dem Käfig und beobachtete jeden Atemzug, um sicherzustellen, dass das Junge wieder sicher zu Bewusstsein kam. Er brachte die warme Flasche näher heran und wartete geduldig, bis das Junge von selbst an der Zitze saugte. Das Bärenjunge trank langsam, seine Vorderpfoten umklammerten die Flasche sanft, als klammere es sich ans Leben. Mit jedem Schluck Milch wurde die Atmung des Bärenjungen gleichmäßiger und sein Körper merklich weniger angespannt. Draußen schritt die Bärenmutter langsam in ihrem halbwilden Gehege auf und ab und warf dabei immer wieder Blicke in Richtung des Tierarztraums. Die Nacht verlief friedlich, das Bärenjunge schlief tiefer und gab keine Schmerzenslaute mehr von sich. Owen achtete sorgfältig auf alle Anzeichen der Genesung, bevor er den Aufwachraum verließ. Am nächsten Morgen untersuchte Owen das Maul des Jungen erneut und stellte fest, dass sich dessen Reflexe stabilisiert hatten. Er trug das Bärenjunge nach draußen und stützte dessen Brust und Hüften, um Druck auf die Wunde zu vermeiden. Die Tür des halbwilden Geheges öffnete sich, und der Duft des Waldes erfüllte die Luft, woraufhin das Bärenjunge tief einatmete. Die Bärenmutter hörte das Geräusch und kam näher, langsam gehend, aber mit einem sanften Blick in den Augen. Owen setzte das Bärenjunge auf das weiche Gras und trat zurück, um der Mutter und dem Jungen etwas Raum zu geben. Die Bärenmutter beschnupperte ihr Junges von Kopf bis Fuß und berührte mit der Nase die verbundene Stelle, als wolle sie nach Spuren suchen. Das Bärenjunge kuschelte sich an die Brust seiner Mutter und gab schwache, aber friedliche Keuchlaute von sich. Das Wiedersehen verlief so still, dass Owen lange Zeit regungslos dastand und zusah. In den folgenden 3 Tagen begann das Bärenjunge, weiche Nahrung und geschnittenes Obst zu fressen. Die Bärenmutter steht immer in der Nähe und berührt gelegentlich sanft den Rücken ihres Jungen, um ihn zu ermutigen. Owen überwachte sie aus der Ferne und beschränkte den Kontakt, damit Mutter und Kind ihre natürlichen Instinkte beibehalten konnten. Am 4. Tag lief das Bärenjunge ein paar kurze Schritte und kehrte dann zu seiner Mutter zurück, um sich wieder hinzulegen. Eine Woche später war die Wunde vollständig ausgetrocknet und zeigte keine Anzeichen einer Infektion. Owen entfernte den Verband, reinigte die Stiche und ließ das Bärenjunge sich selbst an das neue Gefühl gewöhnen. Das Bärenjunge öffnete sein Maul, um es zu testen, der Schmerz war verschwunden und seine Augen leuchteten wieder vor Neugier. Mutter und Kind wurden zur Überwachung noch 2 weitere Tage im Krankenhaus behalten, um sicherzustellen, dass ihr Gesundheitszustand stabil war. Alles deutet darauf hin, dass sie bereit sind, in den Wald zurückzukehren. 2 Tage später organisierte Owen ein Fahrzeug, um die Bärenmutter und ihr Junges zurück in den Algonquin-Wald zu bringen. Im Fahrzeug saß Rangerin Maya Chen auf dem Beifahrersitz und überprüfte leise die Route, um eine sichere Freilassung zu gewährleisten. Sie sagten nicht viel, sondern lauschten nur dem langsamen Rollen der Räder auf der vertrauten unbefestigten Straße. Das Auto hielt in einem stillen Tal mit einem kleinen Bach, wilden Bäumen und vielen Bärensporen. Owen öffnete die Autotür, und die Bärenmutter stieg als erste aus und betrachtete langsam den vertrauten Wald. Owen trug das Bärenjunge nach draußen, umarmte es lange, bevor er es auf den weichen Boden setzte. Das Bärenjunge schmiegte seinen Kopf an Owens Brust und klammerte sich an ihn, als ob es verstünde, dass dies ein Moment des Abschieds war. Maya stand in einiger Entfernung, lächelte und respektierte den intimen Moment zwischen der Frau und dem Bären. Die Bärenmutter näherte sich, berührte die Nase ihres Jungen, drehte sich dann um und ging tiefer in den Wald hinein. Mutter und Tochter verschwanden gemächlich zwischen den Bäumen und ließen den friedlichen grünen Wald hinter sich.